Marius, vandaag is september de 17e en ik ben vandaag niet bij Strukland, vandaag zijn we hier bij thuis waar ik woon. En ik wil vandaag wat van reden wat er 4 weken passiert is in Sabinal in Bolivia. Je mag je vielleicht wunderen wat je mir dat aan. Weet je, de swinerie wat daar passiert is, dat zijn mijn ouders ook daar gegaan. En ik ben dan gewoon na daarbij, waarbij ik zag wat die daar moesten als zij zich bekeerd en als zij aan het leven opvangen. En de swinerie wat daar is gegaan in Colonia Sabinal, in Bolivia, dat is einfach op los met de wijze vriendschap, wat die mensen door hebben gedaan. Hier zijn 2 jongens en een politie, die voeren door het dorp door. Die willen ihre Brüder durchhalten und ihre jüngere Brüder, der älteste Bruder, der hat wieder Trouble mit Trinken, nu waren sie aufgehört, die Proben. Vierte reden, dat hij onder het leven afhangt van de Kriegerschrift, kleine Halb. En deze zijn die jüngere Brüder, die haben sich bekeerd en die worden gespart en verdacht. En sogar de oudere Bruder hat gesagt, hier wurde ein Doodschweit mit einem Palo, mit einem Stock, doodschlungen, wie sie sich bekeerd haben. So geht er an. En die predikers en kwartenleraar, ik hoop die leven niet dat je dit en wat ze noemen dan. De beide vrienden hebben zich 4 weken zeer met hun gevraagd. Die hebben in zo'n gevallen geleefd. En wanneer die hier, zoals ik gehoord heb, die schämen met Jezus, die spaten de mensen door wat zich bekeerd hebben, wat Jezus nu volgen, wat de Bibel lezen, die hebben die door uitgepflegt. Die wordt je door hen opgehouden en dat wordt zich omgesteld, met mensen taub omgesteld. Als dat live wat we zullen hebben, de predikers te die tijd mal. Deze vroegen, de fariseer, die vroegen Jezus mal, wat is het ganz wichtigste gezag in de wereld? En dan zegt Jezus, Gott zien sehen, dat wil je vielleicht niet weten, maar ik wil dat zeggen. Die zegt, het ganz wichtigste gebod is dat Gott leven met die ganze hart, met die ziel, met die kracht en met die leven. Dat is het grootste gebod. En wanneer we dat weer doen, dan worden we alle andere geboden ook al doen. En dat tweede grootste gebod is, de nächsten leven als we onszelf leven. En dan vertellen ze, wie is mijn nächste? Dan zeg ik dat dus mijn man geweest, der is van een stad naar de andere gereisd. En dan is overvallen worden met Räuber. En haben ihn bestohlen, haben ihn verschlagen, met dood geslagen, bloedig geslagen. Alle Kleider waren gestohlen. En dan kwam er een priester voorbij, een van de Israëlieten, de Juden, priester. Kwam er voorbij en daar zette die man er liggen. En die had overgaas, die had naar de andere zijde, die had eraan, die wilde niets meer te doen hebben. En dan kwam de nächste er voorbij, dat is ook een Israëliet. Dat is een Leviet, die kwam er ook voorbij. Die zit dat ook, die gaat los voorbij naar de andere zijde, die gaat eraan en die gaat af. Dan kwam er een Samariter. Dat is zo'n mens wat zeer gehaast wordt van de Israëlieten. Die kunnen niet liegen, dat we zo'n die van de kerk uitgesmeten, dat we zo'n soort mensen, die kunnen ze zeer slecht liegen, daar willen ze niets meer te doen hebben. Die zit dus mensen te liggen. En dan gaat hij besteld, hij neemt ihn en brengt ihn zijn wonden alle dood, en neemt ihn op zijn voertuig en dan brengt hij ihn in een hospital. En betoelt het al en zegt dat ze zullen ihn pflegen, ze zullen ihn gezond maken. En wanneer hij terugkomt, dan wordt hij nu zijn, als er nog meer geld fehlt, dan wordt hij dat eeuwig ook nog betoeld. Dat is een vreemde mens, dat is niet moeilijk van ieder soort mensen. Die doet dit alles voor deze. Nu vraagt Jezus, wie heeft dan nu de leven bewezen? En dan zeggen ze, nou, de derde. Dat is de derde. En weet je, dat is voor zo'n mensen was wat we weltmensen namen, of uitgeslotene mensen, zonder wat we hassen dan. Die heeft leven voor de nächsten. En dat is wat we zeggen. En nog een ding, zoals door zij wordt vertaald, waar je schämen en hassen over Jezus. En de Bibel, dat zei dat als van de wijze vriend. Waar hielt zich dat? Ik wil je één ding zeggen. Wanneer we ons hier deze eer schämen voor Jezus en voor God, dan zegt Jezus, hij wordt zich met ons daar ook nog schämen. Weet je wat hij wordt zeggen? Je hebt me op de eerste mal geschämt met mij, en nu schämt mij met u ook voor God. Wacht met u, ik kan u niet meer, ruik voort. En dan wordt u aan hal gesmeten. Wie immer so der, du, wenn wir uns hier Jesus spaten und uns schämen mit denen in den Tezit schuben, den Bibeltezit schuben, da wo wir noch mal in die Hallen tun, wo das Wort 7-mal weiter sein, als dort 4, auf diese Erde ersten, wenn die dort nicht
gleich wat zei heute zijn niet plus mal later, dort geht dort hier mal in de hand houden van stek 20 Sekunden. Weg mal uit wo heute das. Dort ist noch nicht. Dort als wat dort zijn. Und das ist noch ein Ding. Das geht dort dann, dass die Menschen durch verfolgen, die wollen Christen sein und dann noch Menschen werden helfen. Dann habe ich so eine große Schweinerei. Und jedes Mal, wenn so ein Staat passiert, wird genug mit den Phones und mit dem Internet, dort wird über die ganze Welt versprecht. Das wird der Weg passiert, als dort erst über die ganze Welt. Menschen wissen dort alle Wege, was die für eine Menschen sind. Dann wird dort noch, die ganze Welt ist nicht verbunden. Jeder Land, der ist abhängig von einem anderen Land, der schafft einen Tag. Viele Länder schaffen einen Tag. Und dort können so wie kommen. Wenn die so eine Schweinerei ist dort drin, die Government, die Regierung kann sagen, ich stehe nicht mit dem Volk für die Welt. So ein Volk werden wir in unserem Land nicht haben. Dort können sie uns geben, dass sie würden sagen, rüht mit Gott. Und was die andere Länder, die kennen Gott, die haben das gesagt. Die wissen, was die für Menschen sind. Und dort ist ein Verrecht, dort ist ein Geschenk Gottes, dort wir können frei leben. Dort wir können Gott sein und an unsere Religion und menschliche Sachen haben. Aber wir sollen in Frieden leben. Dort ist ein Verrecht und dort ist ein Geschenk Gottes. Dort können sie wie kommen, weißt du noch ein paar Jahre, 2 Jahre, was der Präsident von Bolivia sagt, nu werden die Kirchen und alles werden die ein Gesetz merken, die kann nicht mehr Kirchen, die kann nicht mehr Jesus Stein nur folgen, dort will ich aufmerken. Und die wollen das vielleicht nicht weiter, aber dort werden so viele Christen in dieser Welt, die stellen sich taub, die haben Gebet und Säuergebet. Und dort wird alle zu sie geschmiert. Dann hat der Präsident dort gesagt, nicht eingeführt. Und da werde Gott sehr dankbar für sein, dass wir können frei im Land, Gott dienen, Jesus nur folgen. Oder nicht nur folgen, so ist es werden. Aber wir sollen frei im Land leben. Wir sollen Menschen mit Frieden, mit Leib behandeln. Und dort wird auch zu uns sein, was wir nicht werden. Und die Menschen, die brauchen leider die Menschen zu ehren, die Prediger und Lehrer, die haben so Angst vor dich. Ich weiß auch. Ich kann nicht mehr verstehen, wie meine Augen sind dort auf der gegangen. Die haben so sehr, die Prediger, die Lehrer, so sehr teuer zu der Zeit in Mexiko, dort wir in den 60er Jahren. Und die Prediger und die Lehrer, die haben nicht abgegeben. Gott, wir haben alle Gebet. Und dort hat sich geändert. Du in Mexiko, du sind so viele Kirchen, christliche Kirchen. Die preisen und loben Gott und danken Gott. Und viele Menschen leben vielleicht so, aber das sind so lokale Menschen, du hast keine Hoffnung für, weißt du das. Check mal, wenn die Paulus, ich habe mal ein Video gesagt, check mal, wenn die Paulus checken in der Bibel. Lies je dort mal nur. Die haben Menschen, Christen verführt, die haben die Tod gesteinigt, im Gefängnis gestorben, verfolgt, das ist sehr gekommen. Die wollen Freiheit von den Predigern, von den Götterlehrern. Dann haben die Christen verfolgt, bloß mit aller Gewalt. Wenn ein Tag dann überfall an das große Licht, und dann war ich nur noch irgendwie blind. Und dann haben wir einen Stern, dann sieht der Stern, wo sie das zu mir verfolgen. Und dann fragt bei Paulus, wer sagt bist du? Dann sieht er, ich bin Jesus, den du das verfolgen. Und dann muss er noch eine Stadt, gebracht, leiden sie an eine Stadt, und da war Gebet, und dann war dort haben wir sein können. Und dann haben die zu der Zeit, wo sie dann in der Welt nahmen, ihre ganze Welt hat dort Evangelium gepredigt. Die wir so hart und so jeden Christen, und die können sich andrehen, und weit geworden Menschen, da sind viele in die Kirchen, die ist Angst für die Prediger und die Lehrer, ich weiß. Und dann die sagen vielleicht, well, was kann ich tun? Wel, want je moet wel een afhaal met wat doen. En jullie familie, dat kan ik jullie niet afzeggen thuis. Dood beten, zeer beten. Paulus zegt, bet onabheurig. Bloos beten. Dat gaat in Mexico zijn, dat jullie woord is. Dat heeft voor je geändert, even sogar die Menschen, die de tijd zo hard weer. En dat heeft nog even een evangeliumsprediger gegeven van een der grootste, van die wat er dan wil zeer begeven. En Gott kann hier wundern. Der kann die Menschen andrehen. Und das sagt in der Bibel, wir wollen es noch mal alle für Jesus knien. Entweder auf dieser Welt oder dort. Und dort wird auch der Retter sein. Wenn wir hier nicht wollen Jesus annehmen und die Bibel annehmen, dort, hier können wir nicht annehmen, aus dem Heiland, was uns raten kann, was von uns gestorben ist. Und wir können Frieden haben, wir können Frieden haben. Ich kann auch ziemlich gut von einem Menschen, wo du erst enttäuscht warst, wo du erst
dat lijkt gewas is, dat die heeft Jezus aangenommen. Yes, vele moeten alle zaken schweren tegen, aber Jezus is de met ons, die wordt jeder stap met ons met zijn. En wenn wir hier noch mal nicht vor Jezus annehmen, hier, zoals ik al zei, hier ist hij ons Heiland, dort wordt hij ons Rechter zijn. En ik wil je zeggen, je zei, maar zo hebben we het gehad, zo hebben we het houden, zo hebben onze Vatervoeders geleefd, die zo en zo en zo. Hij moet ooit gedacht, die mochten vielleicht aardig zijn. Menschen gesagt, ze worden het niet in den Himmel brengen. Ik wil je ons eens dit zeggen. Wenn ich nicht würde sagen, von Kindern abgewachsen, mein Vater würde immer gesagt haben, Obram, stehlen, du hast nichts mit Arbeit. Du kannst stehlen, so ist du was, du hast nichts mit Arbeit. Mein Vater sagt das, ich sage die dort, meine Vater haben gesagt, stehlen und leben, du hast nichts mit Arbeit, das kannst du dann. Wir weiten besser, aber wir merken uns dort hier im Kopf deutlich, du hast nichts mit Arbeit. Und ein Tag, wir sagen, dann gut in der Bank, dann bestehle ich die Bank. Und dann, als ich zurückkomme, habe ich $1 Million gestohlen, wir sagen, und dann seine Pflichten, und dann nehmen sie mich falsch. Dann nehmen sie mich am Rechter. Dann sagt der Rechter, du hast das Gesetz gebrochen, du hast gestohlen, und du wirst das auch wie über. Was hast du zu sagen? Dann sage ich zu dem Rechter. Weißt, mein Vater hat einmal gesagt, ich kann stehlen, das ist nicht mehr Arbeit. Wir wollen das Gesetz nicht lernen. Wir wissen das auch hier, aber wir wollen das nicht lernen. Wir wollen lieber glauben, dass stehlen wir nicht Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich Arbeit ist, dass ich gestohlen bin. Ich sage, wahrscheinlich. Und mein Vater, sein Vater und seine 4 Väter, die glauben alle, stehlen wir nicht mehr Arbeit. Was glaube ich, würde der Rechter sagen? Würde er dann sagen, oh, na, wenn du so dort bleibst, da wird ich dir nicht bestrafen. Dann nehmen die $1 Million in vorne Haus und lohnt dir das schenken. Ist das, was ich würde sagen? Nee, das würde ich sagen. Ob du das gewusst hast oder nicht, du hast das Gesetz gebrochen. Du musst ein Gefängnis nehmen. Und weißt du, so ist es mit uns Leben hier. Wie alle, ich mache auch Fehler. Wenn wir hier mit Menschengesetze leben, so ist viele Menschen da. Meine Eltern gehen mal auch unter dort Kontrolle. Dort wird es nach mal im Himmel bringen. Und weißt du, die weiten besser, ich weit besser, wir weiten alle besser. Gott hat uns das gegeben. Und die jungen Menschen, die alle Funds haben, und ich habe auch noch Freundschaft in Südamerika alle wegen, ich möchte ihn tun, kommt dort beten, nicht abgeben. Prof im Glauben stark zu bleiben. Wenn wir nach mal im Himmel dann werden, wer wir schaffen, wer wir sein, dass wir können, die nächsten leben aus uns selbst. Gott sagt doch, Jesus sagt, gut an der ganzen Welt und predigt das Evangelium. Der will haben, dass wir sagen, alle uithalten. Und wer von selbst von wirklich rumreisen in der ganzen Welt über unsere Menschen hat, wer wir doch lieber Menschen gut sein. Ich weiß, da sind viele Menschen, die sind so bedrängt und so müde von dit alles und Jahr Luther, so bedrängt und so schwor und mit den Menschen gesagt haben, die haben das so drauf mit den Predigers und Lehrers ehren und proben die Teilung zu sein. Die haben nicht nur Titel mit Jesus Gemeinschaft haben oder mit Gott. Aber prof das mal. Dort zu uns oder zu Mars oder danach, weil die schlucken kann. Red zu Gott. Gott hört doch. Weißt du, in Jesus, der steht da mit uns, das steht oben und sagt, kommt zu mir, wo der mühselig und belohnt sein, ich will ihnen Ruhe geben, ich will ihnen Frieden geben, ich will ihnen Frieden geben. Ich will ihnen vergeben, ich will haben, die sollen nie ein Leben anfangen, ich will haben, die sollen ein schönes Leben haben, das steht da. Check mal die verlorene Sache. Die vroeg zich voordat ik wil mijn opdracht hebben wat mij traf en ik wil nu Ruud. En die neemt zijn geld uit en ging in de wereld aan en verpraat zijn hebben geld en die wat het alle deed, verschwindt dort en dan kwam wat door het alle weer en dan weer zo om, dan moest hij wohl für een schwinsvormer schaffen en dat kreeg ik niet zo goed betoeld, because hij moest door van een schwinsvormer eten, zo wie drauf weer. En zijn vader, die stond thuis en luid met das jong. En dan een dag zei das jong, nou ja, mijn vader zijn arbeider, der hat zoveel beter thuis als ik dat heb. Ik wil een huis wonen zijn, als ik kan maar bloos zijn arbeider zijn. En dan heeft hij een huis, en dan van wie, of de zit de vader daar kan toch weer uitgaan. Zijn vader heeft alle dag gestolen, geluid en gebeten gehad. En een dag, als hij dan die snoer kan, dan zei hij, oh, wat dat is gemeen zijn, dat zag man traag, ganz verwaarloosd en arm en uitgevervaardigd.
Die Frau kommt daheim, rennt ihn an Jähen und voet ihn an und erst ihn war so gut und dann sagte er zu seinen Ohren, der Tod im Kolbschlag, weil wir ihn gerodet fast haben. Mein Junge ist verloren gewesen und der ist reingekommen. Und so ist es auch mit Gott. Jesus, der steht dort und checkt und lügt und tragt ihn. Kommt nach mir. Fängt Fried, fängt eine Freude. Und alle Menschen, die dit sein können, ich noch beten, dass die auch mithalten, beten. Und ich sehe das laatst auf ein Video auch. Aber wer wir für diese Menschen beten? Gott kann alles. Derselbe Gott, was damals hat Paulus angedreht, der kann von der Tag nach diesen Menschen alle das Hort abwägen und nach Gott bringen. Wer wir beten, alle müssen reden. Die Menschen, die so, auch nicht mehr mitstimmen mit den Predigers, sieht stark. Dort können einander, die die kann, was auch sich so fällt, dort können einander durch Tauschstehen und Beistehen und beten. Wer wir sein, dort wo je sein, dort wo du ändern, verbeten. Sehr, sehr dankbar für das. Ich höre das schwer über mit das, ich kann die Menschen nur nicht, wieder die Vaterschwierig zu haben, so wieder. Aber ich weiß, was meine anderen Tätigkeiten ging, und mich jammert über die Menschen. So ja, und was wir können tun, wer wir beten und nicht abgeben, ein Tag, Wort, because Jesus ist stärker als der Feind. Der Feind ist sehr, sehr stark, aber Gott ist noch stärker. So, wer wir uns daran helfen, sehr dankbar und sei uns wahr, vielleicht nächstes Mal war das ein Struckland. Allerbeste, macht Gott uns segnen.